So Freunde, wir sind wieder hier, Elysium Zeit. Willkommen zurück mit dem Illy. Und wir sind so ein bisschen an einem Punkt angelangt, wo wir nicht so sonderlich viel machen können gerade. Tag 4 ist angebrochen, sind wieder unterwegs mit Kim und so richtig komme ich momentan nicht in den Schritt hier mit dem Fall. Das heißt, wir müssen auch noch ein bisschen Zeit abwarten. Im Laufe des Nachmittags wahrscheinlich gehen wir dann mal zum Polizeiauto und fragen, wie es dann mit dem Fall weitergeht. Ansonsten wird das hier jetzt ein bisschen, ja, schwierig, würde ich fast meinen. Denn tatsächlich haben wir hier gerade nicht so eine Sachen. Wir gehen nochmal alle durch, so wie sonst auch. Erkunde die Geheimgänge im Whirling und vielleicht sollten wir das mal als erstes noch angehen und schauen einfach, ob da irgendwas. Letzte Folge habe ich ja tatsächlich versucht zu schauen, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Kühlschrank da, um Sonar zu unterstützen. Wir haben hier Bowlingkugel hier abgegeben. Die Bullkugel, das hat sich jetzt dann auch erledigt. Ich habe ein bisschen versucht, einzelne Sachen hier zu erledigen auf der Karte. Das heißt hier die Herausforderungen zu meistern, wo wir ja noch einige offen haben. Das könnten wir machen, um ein bisschen Erfahrungspunkte zu holen. Vielleicht das demnächst mal. So, beginnen wir ins Whirling und dann schaue ich mal, ob wir da oben ist auch Traut. Weiß, wie ich da hochkomme. Reden wir jetzt mit den Leuten nicht im Whirling nochmal. Sie zu sagen. I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Brauchen die Autoritäten und dann wird wahrscheinlich die Wahrheit offenbart. Hi again, Gendarme. Beherrschung brauchen wir. Bye-bye, Gendarme. Bei denen, wir haben mit ihnen noch gar nicht gesprochen, ne? Again? I can't believe this shit. Yes? What is it? Haben Sie es gehört? Haben Sie mich singen hören? Hat es Ihnen gefallen? That was pretty good, Harry. Wasn't it, Jean? That was... Yeah, that was absolute shit, if you want my opinion. Drunken shit. Haven't wanted anything to end this badly since I had cluster headaches. Der Typ ist ja echt nah. Horrible. Truly horrible. I beg of you, don't ever subject anyone to this torture again. I mean, seriously, you need to... Jean, it's not right. Don't make it worse. And I really liked it. Ist wirklich verständnisvoll, ne? Da merkt man halt, der eine Typ, der will uns offensichtlich nur einen auf die Fresse geben, gefühlt. Sie ist dann immer noch so, ja, okay. Cool. Gleich sympathisch, die junge Dame. Hören Sie, es gibt etwas, das mir keine Ruhe lässt. Sind wir vom gleichen Revier oder nicht? God damn it, you leave her alone. Keep your weird bullshit to yourself and be professional for once, for fuck's sake. Can I actually help you with something? Yes, of course. Preposterous. I mean, you would remember if they were, right? Who forgets their squad mates? That's not possible. Okay, tschüss. Gelohnt hat sich das nicht. Ja, wir haben ja immer noch die Tür hier hinten. Kann nichts machen können. You see a heavy steel door. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod. Wie spricht man mit Guard? Hey,
Was there something you needed? Well, well. Bringing him that new bird sure made a difference in his attitude. Another thing. Great. I love those. Ich hab das. Yes? Das haben wir alles schon gefragt. Ich gehe mal hoch, weil es muss ja irgendwie einen Weg nach oben geben. The door is closed. Still nothing. The lieutenant gives you a quick glance. You should punch a fucking hole in it. Nein. The murmur in your ears recedes slowly. Your breathing normalizes. That's one lucky door. This door can only be opened with a key or from the inside. Das ist ja das Zimmer von ihm. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid to ignore. The man is finding it hard not to trip on the tape, and not to send any of the bottles rolling across Oh, the floor. verdammt. Where unidentifiable sludge makes it hard for him to breathe. Smells of vomit in here. Das hier tut mir leid. No problem, officer. Das ist die Tür. Wie kommt man denn eine Etage höher? Vielleicht einfach der Balkon von der Tante? Ist ja in das Zimmer reingegangen. Ich sehe tatsächlich nichts weiter zu holen im Whirling. Momentan nicht. Wie kriegen wir denn das Geheimnis raus mit den Türen? Das ist das Ding, ne? Was haben wir noch? Wer hat die Polizei ein Verbrechen gemeldet? Suche weiter nach der Person, die Anruf getätigt hat, auch wenn du keine konkreten Anhaltspunkte hast. Die Tätowierung. Hör dich nach der möglichen Bedeutung der Tätowierung um. Das könnten wir machen. Wer ist denn alles tätowiert? Kann ich nicht viele Leute geben, denen wir das fragen können, oder? That ride is fucking lightning. Hey, piss. Look who it is. Shrunken cophead material. Everything's still cool here, officer. Ja, hier können wir tatsächlich erstmal nichts machen, ne? Also mit der Tätowierung wäre halt am... Also die Tätowierung war wahrscheinlich am sinnvollsten, tatsächlich den Messertypen da oben zu zeigen, weil der sich da... Aber der steckt halt mittendrin, ne? Der ganzen Scheiße. Vielleicht haben wir ihn mal. Right to work! Right to work!
Also momentan ist es ein bisschen Trial and Error, aber ich denke, ich gehe mal hoch und frage ihn mal. Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. Ich kann ihn nicht danach fragen. Wir können doch nochmal zu Everett gehen, nach oben, aber warum soll ich das tun? Ich glaube, das ist eine Sache, die wir nebenbei erledigen müssen. Von daher, Joyce, Informationen zum Lynchmord, du willst den da müssen wir halt erst das Dingsbums hinkriegen, ne? Das kriegen wir auch erst hin. Das geht auch nicht. Das mit den 2 Unterschriften können wir machen. Wir könnten die beiden Unterschriften einfach uns holen gehen. Und dann, ja. Vielleicht sollte man mit den beiden nochmal reden, mit Isabel und Elian. Das mache ich vielleicht nochmal. Reden wir nochmal mit Isabel. Und mit Lilian. Warum geht der denn nicht mit? Heißt, aber dann... Ich sollte vielleicht auch mal die Sachen ablegen. Also wir könnten zur Kirche. Isabel war, glaube ich, bei den Fischerhütten. Ist einmal die alte Frau, die das Haus uns gegeben hat? Ja, die, ne? Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Wurde gebeten, ihre Unterschrift einzuholen. Ich weiß ja nicht, ob die das wollen, also... Ich kann das auch von den blöden Pennern da sagen, unterschreibt das mal bitte. Also was wissen wir denn? Wir wissen halt, dass da angeblich so ein Jugendzentrum hingebaut werden soll. Ob das stimmt, wissen wir halt nicht, ne? Die hat halt Dreck am Stecken, das wissen wir auf jeden Fall, der Everett. Also, ich probiere es einfach mal, weil ich wurde gebeten, ihre Unterschrift einzuholen. Eh? What's this about? Come now, I can't read all this scribble. Tell me what it says. Everett will einen Teil des Dorfes in ein kleines Jugendzentrum verwandeln. Huh. I might be half blind, but it looks like part of the village is gonna be a street. The best part. The part we need to get out of our houses. Have you asked Lillian about this? I won't even consider signing till I know she's on board. Wir brauchen halt die Genehmigung, dass das hier alles abgerissen wird, ne? Oh. Ich will halt jetzt nicht irgendwie den Umschlag geben und dann, ja. Ich denke, Lillian wäre nicht damit einverstanden, oder? Waves are beginning to die down.
Look at those little bastards. Simmer down, bastards. Oh, das geht nur auf den Abend, wenn Kim nicht dabei ist. Okay. Das würde ich halt schon gerne machen, aber wofür brauche ich Suggestion? Das ist dann wahrscheinlich, das ist legendär, oder? Nicht heroisch. Puh. Ich suche doch noch jemand anderes? Oh? Who? Well, how can I assist you then, officer? Ich will das eigentlich gar nicht machen, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, ich kann es ja auch einfach kaputt machen. Ich kann es ja einfach zerreißen. Ich wurde gebeten, ihre Unterschrift einzuholen. Da gibt, du gibst ihr Everetts Umschrift. Are you? This says by signing, I agree to living with construction noise. What exactly is the union building? Everett hat vor, einen Teil des Dorfes in ein Jugendzentrum zu verwandeln. What a nice idea. Wouldn't have thought that... Was hätten sie nicht gedacht? That Everard and the union have nice plans for anything. I thought they only cared about themselves. Well, I guess union members have children too. Die hat das Kleingedruckte nicht gelesen, ne? Das sieht so aus, als könnte man das machen. So. Was schreiben Sie? Aye. Why not? Fine. Here you go. Moment, warum haben Sie das unterschrieben? I shouldn't have. Ich habe mir die Dokumente durchgelesen und nein, das hätten Sie nicht tun sollen. Yes, well, I looked at it and thought I should. Because it says youth centre, and I have my own children. I am, of course, just a stupid poor person, so what do I know? Aber das ist auch gar nicht gemeint. Living with the construction noise is going to be a challenge. Sure, but it's temporary and for a good cause, and I need to give the children something else to do. Wie meinen Sie das? They're cute and small now, but they're growing up fast. Too fast. I had my first drink when I was 11 because I was so bored. Argument. Anyway, you'll have to get Isabel to sign it too. I saw the signatories. She won't if it's a bad idea. She's a much tougher nut to crack. Sound logic. Division of labor. She leaves the skepticism to the skeptic. Sounds like Isabel is the leader around here. Warst ehrlich, was die Dokumente angeht. Das ist gut. Ja, auf jeden Fall das Date mit ihr. Soll ich ihr das sagen? Übrigens, das ist mein Motorwagen da drüben im Meer. Oh, that's good to know, I guess. Why is it in the sea? Ich war von der Rolle.
Wasn't feeling it. That calls for a funeral if you ask me. Tatsächlich bin ich gerade mit Mordermittlungen beschäftigt. Police business. I understand. Anything I can help you with? Das hat gar nichts gebracht. Also ich muss ohne Kim zu ihr gehen. Und wir können mal gucken, ob wir Suggestion haben. Level Up dauert noch ewig. Wir können mal gucken, ob wir damit was machen können. Also wir haben ja hier das Hosenpapier, Karte, die Tätowierung. An intricate web of blue lines stretches across the torso of the hanged man, from the right shoulder to the solar plexus. Each time the lines intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. The pattern still kind of has an ethnic feel to it, but nothing familiar. Gut, dann haben wir ja noch die Tasse. Da wissen wir ja inzwischen, wem das gehört. You take the legal documents out of the envelope, a 12 to 40 month construction period, and the zoning plan in the addendum. Underneath all this, Lillian's signature and an empty line waiting for a signee. The youth center cuts into the ocean like the bow of some great modern ship. Apparently, it's going to cover most, if not all, of the street and the square between the existing houses. It's 3 stories tall. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt. Weil ich kann die Dinger nicht zerstören, ne? Sie meint, es ist was Gutes. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Ich habe Lilians Unterschrift. Unterschreiben Sie jetzt auch das Dokument? Lillian should let her sword make her decisions. The girl just doesn't have the head for it. Either way, I won't sign. War also ein Test? Lillian's not the only one who's too trusting. She wanted to see if you would do it, and if she would. Was haben Sie gegen die Gewerkschaft? I've seen it all before. You think they've got our interests at heart? Rich men are always selling poor men promises they never planned to keep. Then the poor get pushed out of their homes and the rich get a little richer. That's the way it goes. So no, I don't trust the fat man, and neither should you. She is headstrong, but there's a slight hesitation in there. You may be able to convince her. Ich werde sie nicht dazu überreden. Ich hatte auch den Eindruck habe, dass es halt eine linke Nummer ist von denen. Jetzt ist halt die Frage. Gehen wir nochmal zu den Alkoholikern. Die waren hier gleich um die Ecke, glaube ich. Vielleicht mit denen noch. Ich glaube ja. Holen uns da die vielleicht die Unterschrift und geben das dann ab. Das ist ja auch irgendwie nicht rechtens. Ach ja, ich wollte was gucken, ob ich noch eine Suggestion habe. Suggestion haben wir momentan weder positiv noch negativ. Das heißt... Wahrnehmen. Hier haben wir plus Suggestion. Also Suggestion habe ich, glaube ich, auf jeder Dingsbums drauf. Ne? Habe ich nicht das hier auch drauf? Nee. Also Suggestion hätten wir... Minus Suggestion, das ist natürlich
Okay, wir haben nur eine Sache, wo wir das verstärken können. Oh, wir können auch gucken, ob wir vielleicht Minus haben. Autorität nehmen. Partie. Reaktionsvermögen. Okay. Ja, wir müssen irgendwie zu den besoffenen Typen, wenn wir das abschließen wollen. Wo waren die nochmal? Ich glaube, die waren hier. Ja, hier sind sie. Tequila Sunset. Könnt ihr dieses Dokument unterschreiben, deine Freunde und du? What's it about? I'll let my hand address the situation. Maybe you've heard. I used to be a very successful businessman. I've signed more than a few lease forms or whatever the fuck they were. Anyone's got a pen? The pro's gonna do it. I got a freebie when I purchased a whole carton of cigarettes. Smoke cigarettes, get a free pen. Deals don't come any sweeter. The writing under the Tiny Crown logo reads, Royal Extra. Thanks, Rosie. Danke, das war's. Wir haben es abgehakt. Glad to have been of assistance. After all this time, I feel like I've made a difference. Don't call Abigail! Thank you for your help. Should we go and mail this? I think I saw a mailbox on the platter. Briefkassenplatz verstanden. Ja, aber jetzt haben wir doch... Mal denn... Wirf den Umschlag in den Briefkasten auf den Platz. Ja, aber dann wird das doch dann trotzdem gebaut. Wollen wir das denn tatsächlich machen? Ich meine, dann sind wir doch korrupt, oder nicht? Will ich ja eigentlich nicht sein. Lilian ist halt dafür, aber die alte Dame ist halt dagegen. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Geht ja mal wieder nicht. Ich glaube, das geht aber von hier, weil hier halt mein Haus ist noch. Wir müssen zurück zum Hafenviertel und zum Ab. The dented yellow mailbox greets you with its graffito, bullet holes and an RCM sticker. Ich würde sagen, wir geben den ab und dann schauen wir, was passiert. You drop the white envelope in the darkness. It lands with a soft thud on what sounds like a couple of letters. About a week's worth of mail as collected in there. They'll empty this very soon. Probably did the right thing. You can't trust that slug Everard. You know he's going to play you somehow. Er braucht ja die beiden Unterschriften, wir haben ihn reingelegt. Alright, let's go back to Everard. If we don't mention anything to him, he won't know before it's too late. Hat er vollkommen recht, wir gehen zurück zu Everard. Komm mir Everard darüber, dass du die unterschriebenen Dokumente verschickt hast. Ich mag den nicht. Das ist ein totaler Unsympath, der Typ. Und der hat es eigentlich verdient, auch die Fresse zu hauen. Den hier wir auch noch ausquetschen, wie so eine kleine, wie so eine Wassermelone. Aber da kommen wir erst noch dazu, wenn ich ein Level up habe. Das dauert noch ein bisschen.
Vielleicht hat Everett auch neue Sachen, mit denen wir was anfangen können. I don't know. Schauen einfach mal. Da ging's runter, ne? Hier war ja nichts weiter. Moment mal, vielleicht können wir jetzt die Tür aufbrechen. Vielleicht können wir uns dadurch ein paar Informationen geben lassen. You're back before the cargo container. Its drawer has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. You attempt to turn the handle, to no avail. The doors seem to be mechanically locked. To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. Rhetorik. Okay, das geht nicht. Bin ich schon so ein bisschen dreckig, jetzt schon wieder zu dem blöden Everett zu gehen, ey. Oh, Harry! Das ist keine Angel, oder? Das ist... Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. Es ist erledigt. Ich habe die Unterschriften abgeschickt, um die sie mich gebeten hatten. The golden boy returns once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. Of course. I already knew this. My friend, the mailman, confirms the letter is on its way. You've done a great thing today. You've given the children of Martinez a future and proven to be a true man of the left. I can finally trust you now. Stimmt, das mussten wir ja machen, um ihm das Vertrauen zu gewinnen, ne? Gut, dann quetschen wir ihn aus und dann kriegt er später mit, dass alles für ein Arsch war. Wir haben ein Level up. You're in my inner circle. You too, Mr. Kitsuragi. We can talk about anything. The strike, the murder, your lost gun, nothing is off the table. Judging from how happy he is, it looks like you did it. He doesn't appear to suspect trickery. Well done, sire. By guile and deceit, you're in. You don't know his full plan. Perhaps he expected trickery. Perhaps the signatures weren't important. The point is, do not think you're ahead of him. Ja, das ist ein guter Punkt. Krieg ich jetzt mal einen Revolver? Harry, I've got to be honest with you. Your gun was found 2 days ago. Withholding this information weighed heavily on me, but it had to be done. Sie Bastard. Your gun is with an old woman. I hear she's a character, so watch out. This must be the woman who bought the gun from Roy. The one he described as terrifying. Der Revolver ist also noch bei der Frau, die ihm Roy abgekauft hat? Yes, the same one. I see you've done your research. The pawn shop made the gun easy to track. Crazy stuff, Harry. Selling your gun like that? Wild. Anyway, the neighbors of this old woman contacted my men because they trust me and the Debarders Union. Apparently, she was waving it around at the entrance to her building. Waving the gun around doesn't sound good. None of this does.
Wer ist diese alte Frau? Unfortunately, I don't know anymore. You're gonna have to go in blind, Harry. But she's an old lady. How dangerous can she possibly be? Oh, and she calls herself the Pigs. Oh, verdammt. Das hat er doch alles eingefädelt, die blöde Kacksau, die... There it is again. The pigs. Like Roy said, not good at all. I, for one, find it refreshing. Finally, someone calls themselves a pig. It actually sounds extremely bad, but let's not give him the satisfaction. Die hat Leute damit bedroht? As I said, she's a character. I didn't have time for details. It sounds like she's unstable, but don't worry. No one got hurt. Können Sie ein Treffen vereinbaren? I already have. Tonight, starting 10 o'clock, near the old fish market on the coast. The one on the boardwalk, a little past the fishing village. Be careful, Harry. I would never set you up for anything dangerous, but you did ask for this. Now, back to the fun stuff. She will be there from 2200 hours till 0200 hours. Ja, super. More fun stuff. Seems like we already have fun stuff to do. Haben Sie den Befehl zur Tötung des Gehängten gegeben? I did not, Harry. Although I am very, very glad he's dead. Was bringt es Ihnen, dass er tot ist? Why, a war, of course. And what do you have to gain from a war? Danke für diesen Einwand, Kim. Victory, Mr. Kitsuragi. I have victory to gain. We are going to start a war with the Wild Pines group and win before they even realize there is a war. Das sind trainierte Leute vom Militär. Haben Sie denn keine Angst um Ihre Männer? Harry, we outnumber them 1,500 to 1. And that's just Martinez. With all the unions in Revachol, and with public opinion on our side, we can hold off 2 men, or 15 men, or even 50 men. The more they send, the worse it's going to look for them. They made a huge mistake hiring those guys. No one likes foreign mercenaries. The leftists hate them, the fascists hate them, even the moralists think they're in bad taste. Was genau hat das mit dem Streik zu tun? Harry, there is no strike, only war. Class war. Or, in business terms, a dawn raid. Or wait. Is that when you still pay them something? Because we won't do that. Ich vertraue dem nicht. We're not gonna give nothing. We're gonna take Terminal B away from them. The roads, the gates, the containers, that big crane, even the damn coffee maker. We're gonna take all of it for the people, and fuck Wild Pines. Der will sich doch nur selber bereichern in irgendeiner Art und Weise. Ich meine, schaut euch den Typen an, wie der aussieht. Der macht nicht gerade den seriösen Eindruck, dass er für die Bürger einstehen würde. Sondern nur, damit er selber noch mehr Kohle im Hinterzimmer hat. The word fuck rings like a gunshot from his mouth. He doesn't swear often. So that's why you haven't let Joyce in? Yes. It's also why I let that midget Gaumont go. He's too nice. I can't put him through this. Plus, he knows how to get in here. That woman can't tell her tits from her arsehole. She has no chance. Ja, was ist denn mit dem los? Wie bitte? Tits from her arsehole. It's a local saying. Warum verraten Sie mir Ihre Pläne? Because we're friends, Harry. Besides, it doesn't matter now. You can go tell her if you want. It won't change the course of events. We have a significant head start. It's already happening. Wie werden Sie Ihren neuen unabhängigen Hafen finanzieren? Oh, you mean what sort of goods are going to be flowing through? How am I going to replace all the contacts we'll lose once the poo-poo hits the fan? The clients will ditch us.
Harry, we've thought of everything. Das ist der erste Move, der zum Untergang führt. Nämlich Hochnäsigkeit, sich seiner Sache sicher zu sein. Das wird ihnen auch teuer zu stehen kommen. Clients would take a well-known multinational conglomerate over a local mobster any day. An alles? We've been running back channel negotiations with all the major clients. I think the company will be unpleasantly surprised to see how many of them stay loyal to Martinez and to the new competitive contracts we can offer. With renewed zeal sparked by communal ownership, the men will be shipping those containers double time. You'll be surprised to see how fast things go without parasites latching on. We'll have our hands free to pursue bold, exotic new revenue streams. Zum Beispiel Drogen. That's drugs. Ja, wollte ich gerade sagen. Ha! Ja, Drogen. Drug trafficking. Drug trafficking? Don't be stupid, Mr. Kitsuragi. There are perfectly legal, 100% ethical chemical factories on the Samaran Isola. You don't need to be colonialist about it. All they do is produce components to keep the pharmaceutical industry running. That's people's health we're talking about. Old grannies, little babes, people with disabilities. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, nicht wahr? The company thinks transporting these chemicals in bulk looks bad, has bad optics, may be illegal in some countries. The Debarders Union, however, we're all about the large volume column. Das ist so ein Drecksack, das gibt's gar nicht. We're gonna transport the living daylights out of those materials, Harry. So your sick kid can get his benefit and your wacky uncle doesn't have to come off risperazole. Ja, ich glaube, er glaubt wirklich, dass er damit was Gutes tut. Aber er weiß gar nicht, dass er einfach... Ich glaube, er verschleiert sein... Ich versuche Profit ohne Ende Gier... ich will Profit ohne Ende machen, Gier, mit irgendwelchen dubiosen oder Sachen, die halt eigentlich gut klingen, wie mit dem Jugendzentrum und so. Das ist halt alles... Das wird kein Jugendzentrum sein, das wird halt irgendwie ein Gebäude sein, wo die Drogen hergestellt werden, hundertprozentig. And the kids on the street can get speed and pyrrolidon. I'm an old-fashioned guy, Mr. Kitsuragi. I sometimes grab a beer with the boys, but I have no idea about the things you just mentioned. Allein das sagt halt schon alles. But if I were to supply ingredients for some sort of rainbow party, I would make sure the Union took a fantastic share. And I'd keep that stuff far away from Martinez. Wir werden das Spiel noch mitspielen und dann klang und heimlich ihnen das Messer in den Rücken rammen. Ich muss schon zugeben, das ist ein gut eingefädelter Plan und kaum mit ihnen in Verbindung zu bringen. It's also far removed from my men and the people of Martinez who've put their trust in me. Anyway, let's not focus on the sensationalism of the drug trade. This hypothetical drug trade is all anyone ever seems to be interested in. It would only be a small part of the harbour's turnover, just like the harbour is, but a small part of Martinez. Also findet der Handel statt oder nicht? Let's look at the big picture. Martinez as a whole. There are little girls out there with dreams of making music. Young mothers who want to start businesses. Models who want to walk catwalks and steel welders who want to weld steel. I'm gonna unite them all into one economic body. We're gonna incorporate this place to Kingdom Come. Everyone's gonna be in on the wealth, and everyone's gonna pull their weight. Let's keep focusing on the drug trade. He was almost admitting to it.
Wenn ich das sage, weiß er doch, dass ich nicht auf seiner Seite bin. Moment, der Gesamtzusammenhang interessiert mich nicht. Ich möchte den Drogenhandel betrachten, den Sie schon so gut wie zugegeben haben. No, no, Harry. That's boring. All right, it's gone. The hypothetical raw materials trade is off the table. It's such a small and insignificant slice of revenue, I'm cutting it. Boys, Harry felt queasy about it. We're not doing it. Can we talk about my beautiful incorporated Martinez and its many-sided business ventures now? This bold new vision of incorporated socialism I'm offering? Das Ganze scheint mir nicht genug mit Revercall zu tun zu haben. Nicht genug Flaggen oder Könige. Harry, the future I have in store for Martinez will have all the macho aesthetics you love so much. The crowns, the guns. I will even slip in a skull and bones for you, my friend. Oh yeah, skull and bones. Skull and bones on a Revacholian flag. A Revacholian death squad. Oh yeah, the visual image has completely bedazzled you. You're 100% with Everard now. Kann ich Sie etwas zur bestimmten Gewerkschaft anfragen? We're way past specific union members now. This is the big time. We're talking about the future of Revachol here, Harry. You can bother Leonard with that. He loves to run his mouth on such matters. But I'm in big-time mode, Harry. There's something different about him now. He's more vibrant, more alive in his big-time mode. Wie viele Leute sind denn in der Gewerkschaft? 2,372. Plus yours truly, of course. 2,373 is a sizable contingent for a labor organization in Revachol. And they're all well motivated. At least the ones you've seen. Okay, das wäre vorerst alles. Ich könnte ihn halt noch fragen, also ich könnte das mit den... Ich glaube, das weiß er halt selber, warum er das macht. Ich weiß es, Kim weiß es, der Typ weiß es selber, dass es nicht einfach nur eine Baugrube wird, sondern dass es halt System ist, was dahinter steckt. Das ist ein richtig großer Wichser, muss man sagen, der Typ. Great, Harry, great. I think we have truly built a bridge between Martinez and Jamrock today. We have united the RCM and the Debarders Union. This has been so great. I'm sorry we don't have more fun things to do together, but if you ever feel like bouncing something off me, my door is always open. Ich habe noch ein paar Fragen zum Hafen. I'm always happy to educate and entertain you, my friend. Very nice, Harry. Is there anything else? Ich werde jetzt gehen, aber vielleicht unterhalten wir uns später noch einmal. Wow. Dass er es halt alles zugegeben hat, ist halt so... Das ist schon sehr... Aber wir können Zwielicht auch gar nicht mehr leveln, ne? Sehe ich gerade. Zwielicht ist schon das Höchste, was geht. Das ist, also... Ich glaube, der weiß Bescheid, dass er nicht auf seiner Seite sind. Stelle die Bullensau zur Rede und hol dir deine Waffe zurück. Also das ist jetzt erledigt. Staurätsel. Finde heraus, wann die Fahrerlady ist und wo ihr Lastwagen steht. Das kann ich momentan nicht lösen, weil mir natürlich ja, Sachen fehlen, damit ich Dingsbums machen kann, ne? Können wir mal gucken gehen. Aber erst in der nächsten Folge, würde ich sagen, Leute. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Danke fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, wir können ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Auf jeden Fall, also seine Pläne sind wirklich abartig, muss man leider sagen.
Ich habe nicht eine einzige Sache von ihm gehört, dass er es wirklich irgendwie mit dem Volk ernst meint. Ich glaube, selbst die Sache mit dem, dass er halt irgendwie den Leuten auch, dass er die Leute reich machen will, mehr oder weniger in Anführungsstrichen, dass sie ihre Träume erfüllen können, ist halt erstunken und erlogen von vorne bis hinten. Das ist ein ganz typischer Geldsack, der eigentlich nur darauf bestimmt ist, die Leute bis zum letzten Pfennig auszuquetschen, um sich selber zu bereichern. Was für ein kleiner Scheißkerl. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss.